Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Fasching ist ja bald in Deutschland oder Karneval oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dafür will ich mal richtig geile Berliner machen. Oder Krapfen oder ich weiß gar nicht, wie man die alles so nennt. Ich schreibe euch mal ein paar Namen in die Videobeschreibung rein. Und ich zeige euch einmal, was wir dafür brauchen. Als erstes brauchen wir 250 Gramm Mehl, 4 Gramm Trockenhefe, 30 Gramm weiche Butter, 125 Milliliter warme Milch, 40 Gramm Zucker, eine Prise Salz und 2 Eigelb. Das Rezept ist für 6 Stück. Ihr könnt das natürlich so extrem vervielfachen, wie ihr das möchtet, wie viel ihr braucht. Wir machen heute 6. Zum Schluss brauchen wir auch noch eine Füllung. Wir nehmen Dulce de Leche. Das ist karamellisierte Milch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Und Zucker, um die Berliner darin zu wälzen. Aber jetzt lösen wir erstmal die Hefe auf. Dafür einfach die Tasse mit der Hefe und die Milch da reinrühren. Dass sie einmal kurz aufgehen kann schon mal. So, in der Zwischenzeit, während die Hefe geht, machen wir den Rest schon mal fertig. Dafür eigentlich alle restlichen Zutaten da rein. Die Butter, Zucker geklappt, den Zucker. Moment. Jetzt können wir die restliche Butter noch rein tun. Die Eigelb. Und so eine ganz kleine Prise Salz nur. Das rühre ich mir nur einmal schon mal so grob, weil da kommt da gleich noch die Milch rein. Und dann warten wir einmal kurz. Wir können jetzt die Hefemischung da reingeben. Weil die Hefe geht schon auf oder hat sich auch schon aufgelöst. Da seht ihr das so. Und jetzt wieder einmal nur hier mit irgendwas Löffel, Sparding, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, verrühren und dann verknete ich das. Ihr könnt wie immer schön die Maschine nehmen, aber ich mache es lieber hier altmodisch. So, und jetzt von Hand. So. Mal so die Reste da rauskratzen. Und jetzt alles eingeknetet. Der Teig ist jetzt soweit gut. Richtig schön weich auch, wenn ihr das seht. Der kommt jetzt erstmal wieder zurück in seine Schüssel. Und da tun wir einfach einen Deckel drauf und lassen den jetzt lassen den jetzt sich so vergrößern, verdoppeln. Ungefähr verdoppeln. Und dann machen wir weiter. Unser Teig ist ja soweit verdoppelt, so ein bisschen mehr sogar. Der war ja echt klein. Dann nehmen wir uns den jetzt mal raus, wenn er denn will. Ich tue jetzt auch erstmal noch kein Mehl auf die Arbeitsfläche. Ich rolle mir das noch einmal so, weil so kann ich den dann nämlich besser teilen. Ohne jetzt zu kneten, teile ich mir den jetzt in 6 Stücke ungefähr. Ja, dauert immer ein bisschen das Einteilen, aber dann habe ich ein Blech vorbereitet. Ich muss das gerade nur wegstellen, weil es schon so windig ist. Das hat mir hier so
das Mehl überall hingeweht. Jetzt können wir uns nämlich hier die Berliner Form, aber hier in die Mitte so rein drehen quasi. Und dann schleifen wir uns sie zu Kugeln. Jetzt hier drauf und runter drücken. Ihr könnt hier ruhig schon, so dass das so 1 cm oder so dick ist nur. Kommt da eh wieder hoch, seht ihr. Aber daraus werden dann Berliner. Und so geht jetzt eigentlich mit dem ganzen Teig vor. Wenn euch das Ergebnis jetzt nicht gefällt, dass sie euch zu klein sind oder zu groß, da könnt ihr natürlich dann variieren, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt auch 5 oder 4 aus dem Teig machen oder 10. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Ihr seht ja gleich, wie groß sie werden. Ich drücke mir die gleich eh nochmal alle runter. Das Ganze deckt jetzt nochmal ab und lasst sie so 20 Minuten, eine halbe Stunde nochmal aufgehen. Die sind dann immer noch nicht die Endgröße, also die werden im Fett auch nochmal größer, nicht wundern. Und ich bereite jetzt in der Zwischenzeit schon mal den Herd vor und die Füllung und all sowas und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Berliner sind aufgegangen, das Fett ist heiß und die Dulce de Leche habe ich schon mal in die Spritze gefüllt. Jetzt tun wir die ersten, nee, Moment, nicht die ersten reintun. Ich zeige jetzt einmal, wie ich gucke, dass das heiß ist. Den Stab da rein und wenn ihr die Blasen seht, dann wisst ihr, das ist gut. Jetzt die Oberseite hier muss in dem Topf nach unten quasi. Ja, genau so nehme ich nicht. Ist mir jetzt auch ein Tick zu heikel mit dem heißen Fett, dass ich da reinplumpsen lasse. So. Jetzt so ungefähr 3,5 Minuten, bis die von unten braun werden. Ich glaube, ich heute auch gar keinen Timer, aber mit Deckel zu. Und wenn ihr die gleich umdreht, lasst ihr den Deckel ab. Und die frittieren wir jetzt erstmal. Und warten kurz. Jetzt ist es soweit zum Drehen. Ich mache es einfach mal mit dem Schaschlik-Ding. So. Und jetzt lassen wir die Seite auch noch mal, aber ohne Deckel, dann bis die schimmbraun ist. Im Fett schwimmen. Die letzten sind jetzt auch fertig. Wichtig, nicht auf ganz hoch, sondern aus. Den Herd aus. Jetzt müsst ihr relativ zügig arbeiten, weil je frischer die aus der Fritteuse kommen oder aus dem Fett, desto besser haftet der Zucker nachher. Jetzt ist das euch natürlich überlassen. Ich schüttle einmal zu Ende, dann rede ich. So. Ob ihr das jetzt mit Zucker macht, mit Puderzucker, mit Zuckerguss, mit Schokolade. Aber da gibt es so viele verschiedene Variationen. So. Das sind jetzt die fertigen Bällchen, also fast fertig. Die müssen jetzt noch gefüllt werden. Ich mache mir nur einmal hier so kurz ein bisschen Platz. So. Jetzt habe ich mich sortiert, welche man jetzt zuerst mal, die sind kühler. Die. Dann nehme ich mir so einen Berliner. Ich sehe gleich eh aus wie Sau. Und meine Spritze. Da kann man jetzt extra so Spezialspritzen bestellen. Ich habe die jetzt einfach aus der Apotheke. Weil hier ist mit Bestellen so eine Sache. Jetzt steche ich da rein und
drehe da einmal so ein bisschen drin, bevor ich das dann reinspritze. Dann vorsichtig. Da soll ja auch viel rein. Das war Luft, aber das war auch das Endzeichen. Jetzt kommt's raus. Und das könnt ihr jetzt mit allen machen. Und das ist mega lecker. Unsere Berliner sind jetzt soweit fertig. Ich schneide euch einmal einen an, weil das ist hier der getropft hatte. Aber dann seht ihr das auch mal. Boah. Moment, ich drehe um. Ist das geil oder ist das geil? Die Dulce de Leche ist eigentlich fester. Also deswegen mit Pudding kann man das auch gut füllen. Nur dadurch, dass es hier knapp 40 Grad sind, läuft die halt ein bisschen. Aber zur Not einfach noch mal kurz in den Kühlschrank stellen und dann habt ihr super geile Berliner. Und mit Marmelade ist das ja eh nicht ganz so schlimm. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, womit ihr das gefüllt habt. Und ihr wisst jetzt, wie es geht. Macht's nach, wirklich. Die sind mega lecker. Ihr braucht nicht kaufen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao. Ich habe einen Löffel vergessen. Unsere Berliner sind aufgegangen. Oh nein, 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 andersrum. Andersrum.